meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin eure Claudia und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Meine Lieben, im Sommer zieht es mich immer zum Wasser und deswegen möchte ich heute was Spritziges mit euch machen. Das Meer ist unergründlich und deswegen werden wir heute ein bisschen mit lila Tönen experimentieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Starten wir direkt rein. Okay Freunde, vor mir liegt eine 50 x 70 cm große Leinwand und ich habe uns schon ein paar coole Farben vorbereitet. Wir arbeiten heute mit Ultraviolett, mit Dunkelviolett, mit Rotviolett, mit Silber für die Basis und mit Titaniumweiß. Meine Farben sind von der Marke Amsterdam und jetzt kommt's, meine Lieben. Wir gehen komplett zurück zum Anfang und arbeiten heute nur mit Acrylfarbe und Wasser. Früher hat man das ständig gemacht und ich muss sagen, ich habe kein Problem damit, dass die Farbe bei meinen Bildern bricht. Allerdings, ich habe schon von anderen Marken gehört, dass das wohl ein Problem sein soll. Für meinen Teil funktioniert das hervorragend. Ihr könnt sehen, dadurch, dass meine Acrylfarbe nur mit Wasser gemischt ist, ist die heute super flüssig. Allerdings ist das heute sehr praktisch für die Technik, die wir anwenden werden. Wir werden nämlich eine super coole Welle zaubern. Okay, ich starte mit meiner silbernen Basisfarbe und werde die nun erst einmal großflächig hier im oberen Drittel auftragen. Dieser Platz hier soll später mein Center werden. Diese Position, wo sich die Welle trifft. Okay. Ganz leicht dehne ich meine Farben aus und ihr könnt sehen, dadurch, dass die so flüssig sind, ist es überhaupt kein Problem. Den Rest werde ich nun mit dem Föhn ausblasen. Ich mache das ganz schnell und dann kommen wir schon zu unseren Farben. Okay, wunderbar. Nun, meine Lieben, werde ich nach und nach meine lila Töne in einer halbkreisförmigen Bewegung hier auf meine Leinwand auftragen. Hier möchte ich euch Mut zur Kreativität zusprechen. Tobt euch ein bisschen aus. Es gibt kein richtig und kein falsch. Soweit, so gut. Ich starte mit Ultraviolett. Ich trage erst einmal ein bisschen weniger Farbe auf. Bei der Wellentechnik würde ich persönlich sagen, ist das Center hier oben, wo sich die Welle trifft, mitunter der wichtigste Part. Als kleinen Ratschlag kann ich euch geben, tragt erstmal wenig Farbe auf. Sonst habt ihr später Probleme damit, das alles schön auszublasen. Wir werden noch mehrere Farben übereinander schichten und wenn ihr zu Beginn so viel Farbe auftragt, dann ist es später nicht so leicht, die Form beizubehalten. Okay. Ich gehe über zu meinem Dunkelviolett. Das ist eine Farbe, die liebe ich. Ich könnte ständig mit der arbeiten. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera auch so schön wie ich. Sie sieht jetzt sehr dunkel aus, aber wenn wir sie später ausblasen, werdet ihr sehen, das ist so ein ganz schöner dunkelvioletter Ton. Dieser Ton trocknet auch ziemlich dunkel auf und das ist ganz toll, weil dieser Ton uns super schöne Schatten kreieren wird. Okay, die nächste Farbe, die ich verwende, ist mein Violettrot. Auch eine Farbe, ihr wisst das, die ich sehr liebe. Verwende ich ständig in meinen Videos. Aber das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache. Ich hatte heute einfach Lust auf Violett und ich dachte mir so, das Meer ist so unergründlich und dort unten gibt es so viel, was wir noch nicht kennen und warum darf meine Welle dann nicht violett sein? Ihr könnt sehen, je weiter ich ins Center komme, umso vorsichtiger bin ich auch wirklich mit dem Farbauftrag. So, nun möchte ich noch ein bisschen
bisschen Titaniumweiß haben. Okay, meine Lieben, für alle, die gut aufgepasst haben, was passiert, wenn wir Titaniumweiß mit Wasser mischen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Selbstverständlich werde ich auflösen am Ende des heutigen Videos, das ist ganz klar. Ich werde hier keine Geheimnisse für mich behalten. Soweit, so gut. Nun ist es an der Zeit, meine Luftbläschen zu entfernen. Dazu gehe ich einfach einmal mit dem Brenner über meine Leinwand. Okay. Zum Ausblasen für unsere Welle benutze ich heute meinen Haartrockner. Als kleinen Tipp gebe ich euch, meine Lieben, unterschätzt nicht, wie flüssig wirklich eure Farbe ist. Mir ist es mal passiert, dass ich meinen Haartrockner auf Stufe 2 angemacht habe, über meine Farben geglitten bin und alles war voll mit Farbe. Auf das passiert, deswegen seid ein bisschen bedacht. Erstmal niedrige Stufe, kriegt ein Gefühl dafür, wie sich eure Farben verhalten. Dadurch, dass sie nur mit Acrylfarbe und Wasser gemischt sind, ist es eher weniger ein Verblasen als ein Voreinander herschieben. Ich zeige euch, was ich meine.
Soweit, so gut, meine Lieben. Ich finde die Farbkombination fantastisch. Ihr habt gesehen, ich werde hier in diesem Sektor noch ein bisschen mehr Farbe brauchen, aber das ist überhaupt kein Problem. Ich trage mir einfach noch ein bisschen Farbe auf. Ich mische meine Violetttöne. Und gehe noch einmal ganz schnell mit dem Föhn darüber. Sehr gut, also meine Leinwand ist nun vollständig bedeckt mit Farbe und nun gilt es, meine Wellenform noch ein bisschen zu verschönen. Gerade hier im Center möchte ich alles noch ein bisschen definieren und wir brauchen heute keine Spezialwerkzeuge oder sonst etwas, wir nehmen einfach unsere Finger. Okay, ich starte erst einmal meine Welle noch ein bisschen auszuformen. Dazu gehe ich einfach mit meinem Zeigefinger entlang meiner Welle. Auch hier, meine Lieben, es gibt kein richtig und kein falsch. Allerdings könnt ihr mit dieser Technik mit euren Händen noch für ein bisschen mehr Definition in eurem Bild sorgen. Ich muss sagen, ich liebe das. Alle, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, ich arbeite unheimlich gerne mit meinen Händen. Ich erzähle euch ein bisschen was. Bevor ich zur Kunst gekommen bin, war ich ganz standardmäßig in einem Büro tätig und ich habe meinen Job geliebt. Tatsächlich, es gab für mich nichts anderes. Seit meiner Ausbildung habe ich im Büro gesessen und habe mich um Telefonate gekümmert und um Bestellungen gekümmert und alles, was so anstand. Selbstverständlich gehörten auch Kaffee kochen und mich mit dem Kopierer abärgern natürlich auch zu meinen täglichen Aufgaben. Und ich dachte mir, das ist es. Das kann ich gut, das mache ich gerne. Und wahrscheinlich werde ich diesen Job machen, bis ich alt bin, bis ich irgendwann in Rente gehen kann und mich zurücklehnen kann, um mich dann auf meine Leidenschaft zu konzentrieren. Und meine Lieben, seitdem ich diesen Weg gegangen bin, den ihr mir ermöglicht, dadurch, dass ihr meine Videos schaut, bin ich ein ganz anderer Mensch. Erst jetzt weiß ich, wie schön es sich anfühlt, kreativ zu arbeiten, mit meinen Händen zu arbeiten, sich bei der Arbeit schmutzig zu machen. Ihr ermöglicht es mir, dass ich meinen Traum lebe und an dieser Stelle möchte ich euch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön ausdrücken. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Ich hatte unfassbar Angst, diesen Schritt zu gehen. Trotz alledem muss ich euch sagen, es war die allerbeste Entscheidung, die ich zusammen mit meiner Familie jemals getroffen habe. Also ich finde, die Farben gehen wunderschön zusammen. Selbstverständlich, wie am Anfang gesagt, sind in keiner meiner Farben irgendwelche Öle oder Zusätze. Und ihr könnt hier schon ganz gut erkennen, dass ich ganz am Anfang des Videos meinte. Genaueres dazu aber am Ende des heutigen Videos. Ihr könnt nun sehen, ich kümmere mich auch um meine Ränder. Auch diese müssen natürlich schön kaschiert sein. Ich nehme dazu einfach wie immer meinen Finger. Was ich an der Stelle vielleicht noch sagen kann ist, ich weiß, dass nicht jeder von euch gerne die Hände zum Arbeiten benutzt, was überhaupt nicht schlimm ist. Ja? Es gibt ganz viele Werkzeuge, die ihr verwenden könnt, um eure Form ein bisschen zu verändern. Ihr könnt beispielsweise einen Holzspatel nehmen oder einen Dottingstift
oder euch auch einfach Handschuhe anziehen. Ja? Das ist alles möglich, das ist alles überhaupt kein Problem. Und wie ich ganz oft in meinen Videos sage, meine Lieben, ihr seid der Künstler, ihr dürft entscheiden, wann euer Bild fertig ist, ob noch etwas fehlt, ob ihr zufrieden seid, wie euch die Farbkombination gefällt. Lasst euch da bitte niemals verbiegen oder irgendetwas reinreden. Alles, was ihr macht, ist wundervoll. Und ihr seid so süß, ganz viele von euch schicken mir nachgeführte Bilder und ich freue mich immer mega darüber. Was mir an dieser Stelle noch wichtig ist, beim Austausch miteinander, meine Lieben, habt keine Angst, wenn ihr irgendetwas noch missverstanden habt oder wenn es noch Fragen zu meinen Materialien oder den verschiedenen Techniken gibt, die ich hier auf meinem Kanal anwende. Zögert nicht, stellt mir eure Fragen in den Kommentaren. Selbstverständlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir auf Social Media folgt. Ich blende die euch mal in der Infobox ein. Auch auf meinen Social Media Seiten findet immer reger Austausch statt und darüber freue ich mich immer sehr. Okay, meine Lieben, ich habe gequatscht, aber ich muss sagen, ich bin tatsächlich fertig. Die Zeit mit euch ist so schnell vergangen und jetzt hole ich euch ein Stück näher ran. Ihr müsst euch dieses Prachtstück angucken. Wir starten links unten. Ich finde, die Farben gehen wundervoll zusammen. Die Lilatöne sind so schön. Wir haben die Farben heute gut ausgeblasen und wer sich erinnert, was passiert, wenn wir Titaniumweiß mit Wasser mischen? Der Acrylgott schenkt uns diese kleinen, schönen Zellen und Adern. Schaut euch das mal an, das zieht sich durch unser ganzes Gemälde. Hier dieser Part mit dem Rot-Violett und den weißen Adern finde ich wunderschön. Auch hier an dieser Stelle mit dem Lila. Probiert es unbedingt mal aus. Mischt euch Titaniumweiß mit Wasser ab und ihr kriegt dieses Ergebnis. Wenn wir uns jetzt unserem Center widmen, es ist ein bisschen unkonventionell. Es ist nicht meine ordentlichste Welle, aber ich mag das, wie die Farben rauskommen. Ich liebe die Form vom Center. Auch hier wieder, meine Lieben, es gibt kein richtig und kein falsch. Und jetzt zeige ich euch an dieser Stelle noch einmal das getrocknete Ergebnis. Ich bin so gespannt auf eure Meinung. Wenn ihr es genauso schön findet wie ich, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr künftig nichts mehr verpassen wollt von mir, lasst mir doch ein kostenloses Abo da. Ich freue mich von euch zu hören und wie immer bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Macht's gut, meine Lieben!